Guten Morgen, Hornets-Fans. Die Lakers gewinnen 121-115 in Charlotte. LeBron James 43 Punkte in 40 Minuten. Tragisch nochmal am Schluss. Irgendwie Jason Terry hat im letzten Viertel nochmal aufgedreht und Dreier geschmissen und den Ball geführt und LaMelo Ball war off-guard. Fourth Quarter Terry nochmal 17 Punkte und er hätte bei 116-112 noch eine Chance gehabt auf einen Dreier mit Foul, den er getroffen hat, war aber im Aus. So haben es schön verloren. Wieder weiter Richtung Wembanyama. Sie hatten die schwarzen Trikots an, das ist immer noch sehr ungewöhnlich für Hornets. Die Lakers hatten die gelben an, sonst hätte man sie gar nicht gesehen. LaMelo Ball hatte schwarze Schuhe an, Painted Area war schwarz und ja, so schwarz haben sie auch gespielt. Interessant war eben, wie oft das Jason Terry eigentlich dann den Ball gebracht hat, obwohl LaMelo Ball auf dem Feld war, finde ich eigentlich ganz gut. Erste Halbzeit war eigentlich auch Mason Plumlee gut als Point Forward, so wie Point Zion, könnte man auch ausbauen. Also ich weiß nicht, warum LaMelo Ball so viel spielt. LaMelo Ball war bester Werfer bei den Hornets diesmal nicht, wegen 24 Punkte und 27 hatte Rozier. LaMelo Ball 9 von 22 aus dem Feld und 3 von 10 von der Dreier. 3 Freiwürfe hat er gekriegt und getroffen. Er hatte scheinbar die Ansage vom Coach, er soll mehr zum Korb ziehen, dass er Freiwürfe kriegt. Er hat halt nicht getroffen, er hat halt so viel Freiwürfe auch nicht gekriegt und warum er allein gegen 3 Leute spielen muss, irgendwie unterm Korb, das ist auch nichts. Er findet dann auch den freien Mann nicht, er verdantelt sie oft. Wie viel Turnovers? 5 Turnovers hat er gehabt, ja. Wirft seine Stepback-Dreier irgendwie vom kurzen Dreier im Eck draußen und dann ist er im Aus dabei, weil halt die Puma größer ausfallen, als er es selber merkt. Maledon hat gar nicht gespielt, weil Dennis Smith Jr. Wieder aktiv war. Der hat auch für das Highlight des Spiels gesorgt, als er einmal gegen LeBron James abgehoben ist, aber dabei gefoult worden ist bei einem coolen Dank. Mason Plumlee hat noch einen Alley-Oop-Dank mal reingehauen, war auch cool. Rozier war mit dem Mikrofon verwandt, hat aber nicht viel gebracht, war jetzt nicht so super sonderlich lustig. Sonst Gordon Hayward, 8 Punkte, 26 Minuten und ist raus wegen einer, wie heißt Hamstring? Wegen einer linken Kniebeuger-Sehnenverletzung. Naja, McDaniels hat wieder ein bisschen gespielt, hat Schwung gemacht und ja, unser deutscher Dennis Schröder hat ja 1, 2 freie Würfe getroffen und das war das Highlight vom Spiel, würde ich fast sagen, wo er so ein Alley-Oop geworfen hat zum LeBron James und LeBron James packt ihn in der Luft, dreht sich um 180 und macht einen rückwärts rein mit beiden Händen. Jetzt in seinem 20. Jahr, frisch 38 worden. Zu LeBron James gibt es noch ein paar unterhaltsame Statistiken. Sie haben Spieler gezeigt von den Hornets, die schon mal LeBron James bei einer Dunk geblockt haben, unter anderem Oubre und Plumlee und auch Gerald Henderson, der auch im Publikum gesessen ist. Andere lustige Dunk-Statistik, nicht, sondern LeBron James-Statistik ist, dass er, wenn er nicht danken würde, wenn man die Dunks vom LeBron James wegnehmen würde und die Dreier wegnehmen würde, dann hätte er immer noch so viele Punkte, dass er 14. Scorer all-time in der NBA wäre. Also, jo, man tut sich schwer, ihn nicht zu respektieren. Also, Russell hat ganz wenig gespielt, Davis sowieso verletzt und eben ein LeBron James reicht. Gibt es noch eine lustige Statistik? Jason Terry hat es noch geschafft, irgendwie mit seinem letzten Dreier drittbester Dreierwerfer der Hornets zu werden. Erster ist Kemba Walker mit 1283 Dreier, Del Carey mit 929 Dreier und jetzt Terry mit 682 Dreier, ein besser als Marvin Williams. Glenn Rice 508 Dreier. So viel dazu zum Spiel.
Matt Carroll war Kommentator, weil Del Carey in Covid-Protokoll daheim war. Matt Carroll, wer ihn nicht kennt, wer nachschauen muss, der alte Bobcats-Legende. Undrafted Player, hat so um die 10 Jahre bei den Bobcats gespielt und wurde dann zum Schluss sogar noch zu den New Orleans Hornets getradet. Hab da aber gar nicht gespielt. Hatte bei den Bobcats die Nummer 13. Das ging damals, weil ja die retired 13 in New Orleans hing, wo da die Hornets waren. Er hat es ganz gut gemacht, hat auch so eine ruhigere, flachere Stimme als Eric Collins. Ashley hatte das lilane Feinrippteil an von vor 1,5 Wochen. Darvin Ham, der Coach von den Lakers, wurde erwähnt, hatte als einziger Mal in College March Madness ein Backboard zertrümmert gegen North Carolina State, was Carolina-Fans irgendwie interessieren könnte. Ja, nächstes Spiel, Ja Morant, wieder, letzten Spiel hat er 35 Punkte gemacht in paar 30 Minuten gegen Sacramento. Ein dominanter Spieler reicht gegen die Hornets. Hornets spielen zu wenig zusammen, also eben wie gesagt die Idee mit Rozier, mehr Ballhandling und LaMelo Off-Ball finde ich eigentlich viel interessanter, dann sind sie weniger so leicht auszurechnen. LaMelo Ball ist halt echt noch jung und ganz schön eigensinnig, würde ich trotzdem sagen. Also ich weiß nicht, ob der die Zukunft der Hornets sein sollte, aber eben Kemba war ja auch dann doch immer recht eigensinnig. Und wie viele Assists hat er denn gehabt, der LaMelo Ball? Ehrenweise 6. 4 Assists für PJ, 4 für Plumlee, 4 für Rozier. Plumlee, ja, 18 Punkte, 14 Rebounds, eben drittbester Spieler, zweitbester, wenn man so nach Plus-Minus geht. So viel zum Lakers-Spiel, so wenig zum Memphis-Spiel. Ja, einen schönen Tag euch, Hornets-Fans. Let's fly!